sondern es ist, ups, da geht schon hier was fliegen, wirklich Wahnsinn. Man fühlt sich, also ich verliebe mich langsam. Genauso muss eine Pizza schmecken. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big M TV und einem neuen Video. Wir sind heute in Karlsruhe unterwegs, denn wir hatten natürlich wie immer eine Großaufnahme auf unserem Hauptkanal Big M, eine epische Challenge im Rahmen unseres Formates Menü Lotto Folge 2 im Nox. Also checkt das Ganze natürlich auch gerne ab, wenn das live ist auf unserem Hauptkanal. Aber hier auf unserem Zweitkanal geht es heute darum, dass wir uns natürlich in Karlsruhe befinden und unsere Foodtour-Saga dementsprechend erweitern. Folge 1, dadurch, dass wir das erste Mal in Karlsruhe sind. Und wovon habe ich gehört? Natürlich von Kartik. Denn es soll der, wie habe ich es gehört, saftigste, juicigste und nicht Döner, sondern Kebab in Deutschland sein. Also das ist ja, glaube ich, das erste Mal so ein Sandwich in so einer Tüte. Das ist richtig, das ist juicy. Das ist wirklich richtig, richtig. Das ist wie die Hand. 1988 wurde das in der Türkei gegründet und hat man angefangen und jetzt mittlerweile vor allem, ich sag mal in Mannheim mit 2 Läden gestartet. In Karlsruhe gibt es das Ganze jetzt seit einem Jahr und das Bekannte oder das Berüchtigte hier ist die sogenannte Tomatensoße, die in den Kebab kommt und das, wie gesagt, wie nennt man es selber oder halt auch schon viele gesagt haben, zum saftigsten Kebab in Anführungsstrichen Döner in ganz Deutschland macht. Das testen wir jetzt und deswegen bin ich mal gespannt, was Kartik zu bieten hat und danach schauen wir natürlich, was, ich sag mal, Karlsruhe, das mich echt überzeugt jetzt schon, nachdem ich mir so ein paar Eindrücke gesehen habe, glaube ich, nochmal was Gutes zu bieten hat. Ich denke, wir werden 1, 2, vielleicht sogar 3 Spots mitnehmen und damit unsere Foodsaga erweitern. Ich würde sagen, wir starten bei Kartik und schauen mal, was der juicigste, saftigste Kebab in Deutschland für uns so zu bieten hat. Was soll ich euch sagen? Wir sind hier mitten auf der Kaiserstraße in, wie gesagt, Karlsruhe und es ist so eine tolle Atmosphäre hier. Ne? Also man kann echt schön im Pulli hier sitzen, ein bisschen Wind ist da, ne? Aber hier sind so viele Läden, also es ist so mitten auf dieser Einkaufs-, Shopping-, Foodstraße und dementsprechend ist hier, ich sag mal, nebenan noch so eine Eisdiele, die natürlich jetzt auch aufmacht, da ist ein bisschen Musik, also man fühlt sich richtig wohl hier und es sind richtig viele Leute. Ne? Aber wir haben jetzt hier, ich sag mal, die 2 bekannten, ich sag mal, Kebabs. Ne? Einmal gibt es das Ganze im Beef, einmal gibt es das Ganze in Hähnchen, dazu, ich sag mal, die bekannte Tomatensoße und wir testen das Ganze jetzt mal. Pommes als Menü und eine selbstgemachte Kartik Mayo. Die nennt sich tatsächlich Kartik Mayo, weil sie selbst gemacht ist und dementsprechend würde ich sagen, ja, mit einer schönen Cola probieren wir mal das Menü jetzt. Oh, wisst ihr, was mir jetzt schon auffällt? Finde ich ganz cool. Wenn man die bekommt, steht tatsächlich hier, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, einmal Chicken, ne? Zeige ich euch mal hier, steht dann quasi Chicken, dass man weiß Chicken. Und hier bei dem anderen, genau andersrum, steht tatsächlich Beef. Also deswegen würde ich sagen, jetzt haben wir unseren Beef in der Hand. Ja, testen wir Beef. Was steht da noch drauf? Damn, eat Beef, Kalbsfleisch. Rein da. Also es ist wirklich so, ne, das muss man tatsächlich sagen, wenn man reingeht, und das ist, sag mal, der Vorteil, weil es ja jetzt so gerollt ist, ne, ich nenne es mal wie so eine Art, ja, Dürüm oder so, ne, wie man es vom Döner, wenn man es jetzt gleich nennt, hat man natürlich den Vorteil, dass nicht oben nur Brot ist und am Ende das Fleisch beim Döner, sondern es ist, ups, da geht schon hier was fliegen, sondern tatsächlich so, dass es, wie man schon sagt, sehr juicy ist. Ne? Frische Tomaten sind mit dabei, sehe ich auf jeden Fall. Und tatsächlich diese berüchtigte Tomatensoße, die es wirklich sehr juicy macht. Das kann man schon sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr saftig. Und ich finde halt wirklich, ich sag mal auch, wie es so eingepackt ist und allem drum und dran. Also das hat was, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann kommen wir zu Nummer 2. Und wisst ihr, was mir vorhin auch noch gesagt wurde, als das Ganze fertig gemacht wurde in dem Fall, dass wenn man halt, ob man Shawarma kennt, da habe ich nur gesagt, ich komme aus Düsseldorf, kennt ihr nicht den besten Shawarma Düsseldorf, Shawarma City, nur mal nice to know da am Rande, dass man auch gesagt hat, man macht halt diese Soße, die beim Shawarma oben drüber ist, die kommt auch noch mit rein. Ne? Das heißt, die sieht man hier natürlich ganz schön, was das Ganze neben der Tomatensoße halt nochmal so ein bisschen, ich sag mal, zusätzlich noch den Geschmack so verleiht. Also er wirkt auch gar nicht mächtig, sondern wirklich, ich sag mal, frisch, ne? Aber dafür wirklich geschmacklich intensiv. Ne? Gehen jetzt mal rein in den Chicken, ist wohl der meistverkaufteste hier. Ja Leute, also was soll ich sagen, das schmeckt wirklich gut. Ne? Man hat natürlich hier, und das muss man schon sagen,
noch die Pommes mit drinne, ne? Neben dem, ich sag mal, ja, Fleisch, was schon ist, neben dem Brot, die Tomatensoße und dann die hausgemachte Mayo, die quasi hier mit ist. Die ist quasi das was ich ja vorhin schon zu Beginn sagte, die Shawarma-Soße in Anführungsstrichen, die oben drüber neu ist. Das schmeckt wirklich gut. Ne? Also man kommt ja auch super ins Quatschen. Ich habe währenddessen jetzt schon, ich glaube, mit zu vielen Leuten gequatscht. Tatsächlich schon welche, die uns auch von Kanälen kennen, die uns mal empfohlen haben, wo es gestern, ich sag mal, einen Supermarkt gibt. Liebe Grüße gehen raus von unserem Hauptkanal. Aber es schmeckt wirklich unfassbar lecker. Es ist sehr, sehr saftig. Man wurde gerade schon gefragt, ey, wenn du schon so viel essen kannst, wir haben uns gerade deinen Kanal angeschaut, aber die nicht noch einen Teller machen. Ich habe gesagt, ey, wir waren gestern noch unterwegs. Aber anyways, schmeckt auf jeden Fall super. Wie gesagt, die Mayo und so ist tatsächlich jetzt hier die gleiche wie im Shawarma. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch das ein oder andere snacken, Pommes dazu probieren. Und dann schauen wir mal, was Karlsruhe noch so zu bieten hat. So Leute, Station Nummer 2 und tatsächlich sind wir nur einen Laden neben Kartik, wo wir gerade waren, einfach mal weitergegangen, haben kurz da, ich sag mal, innegehalten, wieder mal mit ein, zwei Leuten gequatscht. Und dann sind wir, ich sag mal, hier ist nämlich auch die Musik gewesen, von der ich euch gerade erzählt habe, bei Casal Eis gelandet. Und ich sag mal so, hier ist gerade in Anführungsstrichen viel los, aber im Verhältnis zu dem, was wohl gestern war, nicht so viel. Da musste man wohl eine Stunde anstehen. Und so kamen wir gerade, ich sag mal, ein bisschen zum Quatschen mit dem Verantwortlichen, mit dem Manager. Und dann hat er mir mal den Instagram-Account gezeigt. Die Nummer 1 Eisdiele, ausgezeichnet in ganz Karlsruhe und sogar in den Top 10 in ganz Deutschland. Ich zeige euch mal ein bisschen, wie das hier aussieht, was für Eis es gibt, wie das Ganze hergerichtet ist. Es ist absoluter Wahnsinn. Also habe ich auch selten so gesehen. Und dann dachte ich mir, wisst ihr was, wir suchen immer nach den besten Foodspots, wollen viel testen. Und wenn schon was, ich sag mal, ausgezeichnet ist und sogar in den Top 10 von Deutschland und das jetzt in dem Fall auch das Eis ist, dann würde ich sagen, testen wir das Ganze jetzt. Passt, glaube ich, cool in unsere Karlsruhe Food-Reihe und neue Sachen gehören auf diesem Kanal dazu. Und dann schauen wir mal, was Eiskasser so zu bieten hat. Seit 1951 das Ganze. Und ich würde sagen, dann wird es Zeit für ein geiles Eis. Habe ich euch zu viel versprochen und ich glaube nicht. Ne? Also wirklich Wahnsinn. Man fühlt sich, also ich verliebe mich langsam in Karlsruhe, muss ich tatsächlich sagen. Ne? Unabhängig vom Eis, vom Kartik jetzt. Aber mir gefällt die Stadt, mir gefallen die Leute. Also merkt das auch, wenn ich wirklich reise mittlerweile, wie unterschiedlich die Kulturen und auch die Leute sind. Also das ist krass. Aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Ich hatte gerade tatsächlich schon noch einen Kaffee mit dazu. War ein schöner entkoffinierter Kaffee, hat auch super geschmeckt, wird vielleicht gleich noch einen zweiten hier mitnehmen. Aber wir kommen jetzt zum Eis. Wir haben 3 Kugeln auf Empfehlung des Hauses. Einmal Pistazie, Klassiker. Ne? Wir sehen auch hier schön so ein bisschen verziert die Pistaziencreme. Ich zeige es euch noch mal so ein bisschen gerade. Also, wie gesagt, ihr seht schön die Pistaziencreme mit dazu. Dann Pistazieneis, dann Cinnamon Bun Roll. Das ist das, ich sag mal hier links, ne? Schön mit so ein bisschen, ich sag mal wahrscheinlich hier mit so ein bisschen Karamell und Joghurt Crispy. Das ist das Ganze hier auf der rechten Seite, ist wahrscheinlich mit so ein bisschen Amaretto noch dazu. Und damit würde ich sagen, oh, es ist sehr kalt. Und nach dem Döner bzw. Kebab kommen wir jetzt zu mal was ganz anderem und ich glaube auch einzigartigen bisher auf unserem Kanal. Wir gehen erstmal schön rein in ein bisschen Pistazie. Boah, geil. Richtig geiles Eis. Kalt, ich meine, das Eis. Aber man hat einen richtig intensiven Pistaziengeschmack. Erinnert mich wirklich, ich sag mal, an diesen schönen Pistaziengeschmack, den man, ich will jetzt nicht die Dubai-Schokolade nennen, aber wie man ihn wirklich so kennt, diese Cremes, die man mittlerweile überall hat, ne, auf verschiedenen Desserts oder Speisen und so. Genauso könnt ihr euch das vorstellen, nur mit richtig, richtig zartem Eis. Ne? Ich werde gleich mal versuchen, auch diese Creme mit dazu genommen, die so hier verziert ist. Dann würde ich sagen, gehen in Joghurt, weil normalerweise bin ich gar nicht so der Joghurt-Eis-Fan. Oh ja, tatsächlich mit so ein bisschen Crunch, glaube ich, dabei. Probieren wir. Wow. Ist genau wie ich sagte, schmeckt und erinnert mich viel an Amaretto. Und ich habe Amaretto früher geliebt. Ne? Hier mit so einem Joghurtgeschmack, schmeckt auch richtig gut. Ich glaube, Pistazie wäre definitiv mein Favorite, aber das schmeckt schon gut. Ne? Und jetzt Cinnamon Bun Roll, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ne? Also, das sieht schon so fancy aus. Gehen hier schön mal mit so ein bisschen Karamell rein. Bin echt mal gespannt. Und wir sind ja sowieso Zimtlover. Oh, das ist genau meins. Oh, ist das geil. Richtig, richtig schöner, wie man schon sagt, Zimtgeschmack. Und das hier oben mit dem Karamell, das ist tatsächlich so ein bisschen mit Zimtsoße. Also unfassbar geil. Ich kann mir halt vorstellen, und das machen wir jetzt mal, dass diese Kombo hier mit dem Pistazieneis richtig geil ist. Oh, ist das geil. Wenn man das kombiniert, also das ist wirklich eine Top-Kombination. Mit dem Joghurt würde ich es jetzt nicht machen, aber dieses Cinnamon Bun Roll
Und ich sag mal, das Pistazieneis hier, Halleluja, ist das geil. Also ich fühle mich wie im 7. Wolke 7 oder so. Also richtig geil mit der Pistaziencreme hier rüber. Wie ich so gerne sage, Halleluja oder Schockgesell. Schmeckt geil. Ich werde mir noch einen zweiten Kaffee jetzt dazu holen. Und dann bei Eiskasal definitiv noch hier die eine oder andere Kugel Eis essen. Vielleicht nehme ich gleich noch ein Eis auf Hörnchen mit, denn ich bin früher der Hörnchen-Typ eigentlich gewesen. Aber der Kaffee, der kommt jetzt noch mit dazu. Und dann schauen wir mal, was Karlsruhe noch zu bieten hat. Station Nummer 3, Foodspot Nummer 3 in Karlsruhe. Und ich sage euch ehrlich, Karlsruhe gefällt mir mal besser, denn in Düsseldorf gibt es noch gar nicht die virale und bekannteste, ich sag mal, neapolitanische Pizza, die wir aktuell in Deutschland haben. 60 Seconds to Napoli. Habe ich noch nie probiert, immer natürlich viel gelesen, viel gehört. Und ich wollte es unbedingt mal probieren, weil ich natürlich auch sehr gerne Pizza esse und wir natürlich auch auf unserem Hauptkanal schon die eine oder andere Pizza-Challenge hatten. Nicht zuletzt, wo wir, ich sag mal, mit einem guten Zweck 9 Pizzen in einer Stunde gegessen haben und 900 € für eine Kinderklinik dadurch eingenommen und gespendet haben. Und deswegen freut es mich, dass wir, ich sag mal, hier 60 Seconds to Napoli in Karlsruhe haben. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen gequatscht und deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, gehen wir rein und testen mal eine Pizza dort. Bin echt gespannt. Auch hier ist es soweit wieder. Wir haben Platz genommen und unsere The Rock Pizza. Ich habe natürlich gefragt, ey, was ist so eine Pizza, die, ich sag mal, natürlich fürs Auge, aber gleichzeitig auch natürlich vom Geschmack überzeugen kann. Und ich habe mir vorher mal die Speisekarte angeschaut. Es gibt ja hier auch sogenannte Specials, die immer von Monat zu Monat ändern. Zum Beispiel ist aktuell eine Flamed A5 Wagyu Pizza auch im Angebot. Ne? Aber, welche mir auch aufgefallen ist, weil es, ich sag mal, ein bisschen mit Fitness und meinem, ich sag mal, in Anführungsstrichen Vorbild zu tun hat, es gibt die The Rock Pizza, immer. Und die The Rock Pizza wurde auch tatsächlich gesagt, ey, ganz am Anfang, die ist sehr gut. Die kann man super präsentieren, die sieht super aus und die schmeckt auch geil. Und dementsprechend sind wir uns da schnell fündig geworden. Burrata liebe ich sowieso mittlerweile auf Pizza. Hausgemachtes, frisches Basilikum-Pesto anstatt Tomatensoße ist quasi Pesto. Der Bestand von der Pizza. Also es wird schon eingerieben, ne? Hab ein paar Aufnahmen damit gemacht, die ich euch ein bisschen einblende. Ist das Basilikum-Pesto die Grundlage anstatt die Tomatensoße klassisch, ne? Dann ne, Parmigiano Reggiano, sorry, wenn es falsch ausgesprochen ist, ihr wisst, was ich meine. Ne? Kirschtomaten und ein paar Pinienkerne, die oben drüber verfeinert wurden. Und das ist die fertige 60 Seconds to Napoli The Rock Pizza. Und da bin ich echt gespannt. Man hat ja so viel Auswahl hier und auch die Atmosphäre. Ne? Ihr seht ja so ein paar die Eindrücke und so. Also man kommt hier rein und fühlt sich sofort wohl. Es ist hell, ne? Das muss man definitiv sagen. Und auch die Pizzen vom Aussehen her. Also ich bin jetzt echt geschmacklich gespannt. Ansonsten kann ich Stand jetzt, so was diesen Hype angeht, in Anführungsstrichen wirklich verstehen, weil ich liebe so eine Atmosphäre. Background dazu, ne? Schön hell. Also ich bin gespannt. Bevor sie kalt wird, testen wir das Ganze jetzt. Das Problem bei neapolitanischer Pizza ist natürlich, dass sie immer schön weich ist. Also das ist nicht das Problem, sondern das Geile. Aber man kann sie natürlich schwierig schneiden. Ne? Deswegen gibt es oftmals, wenn ihr die Videos auch seht mit diesem Messer, weil es einfacher ist. Hier ist sie nicht geschnitten. Deswegen wollen wir uns selber mal, ich sag mal, so ein schönes Dreieck mit allen Komponenten mal selber schneiden. So, haben uns hier schon mal so ein schönes Stück abgeschnitten. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Da nehmen wir uns jetzt hier schön Burrata, schneiden das Ganze auf. Ich sehe es nämlich jetzt schon, wie es zerläuft. Haben uns da jetzt so ein richtig schönes Stück mit allen Komponenten vom Basilikum-Pesto bis hin zur Kirschtomate, Burrata hier drauf gepackt. Und ihr seht, ich muss sie halt vorne festhalten, weil die neapolitanischen Pizzen natürlich immer vorne einklappt. Das macht das Ganze so weich. Und ich würde sagen, ein Spektakel. Wir testen das Ganze. Oh ja, Halleluja. Genauso muss eine Pizza schmecken. Also richtig schön weich vom Teig her. Wie gesagt, ich liebe neapolitanische Pizza. Es ist meine Favorite Pizza, auch mit Burrata mittlerweile. Sonst das Ganze natürlich auch in Kombination mit Tomatensoße. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich diese Pesto-Variante probiere. Aber das hat was, ne? Durch diese Pinienkerne ist es natürlich noch ein bisschen crunchy. Und mit den Tomaten passt es natürlich umso mehr, ne? Also das ist definitiv eine Pizza. Ihr seht ja auch, wie es richtig schön hochgekommen ist hier so an der Seite, ne? Also auch hier, wenn man drauf drückt, ne, jetzt an der Seite, es ist richtig viel fluffig, ne? Das heißt, der Teig ist dementsprechend nicht so mächtig, ne? Nichtsdestotrotz Hefeteig nach den Pizzen 9 Stück letztes Mal, wisst ihr, wie ich da umgegangen bin nachher, weil Hefe natürlich auch nochmal aufgeht. Halleluja, war das eine Nacht. Wie gesagt, checkt es gerne mal ab, ne? Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, geile Pizza, schön weich, genauso stelle ich es mir vor. Mit den Komponenten hier, jetzt mit Kirschtomate, Burrata, ist genau meins. Und da würde ich sagen, lassen wir uns jetzt gut gehen und testen noch das eine oder andere hier bei 60 Seconds to Napoli. Wir haben es tatsächlich noch geschafft, einen kleinen Foodspot mitzunehmen und ihr seht, Little Yummy Things. Wir sind bei der Patisserie Ludwig.
Tatsächlich auch, bevor ich jetzt bei den anderen war, habe ich mich schon mal so ein bisschen, ich sag mal, umgehört, lese natürlich viel, recherchiere selber, habe davon, ich sag mal, selbst bei Social Media schon was gesehen, denn die haben, ähnlich wie wir es in Düsseldorf teilweise schon haben oder in NRW auch groß verteilt, diese schönen Croissants, die man natürlich aufmacht, innen drin mit Creme. Sind ja falsch ohne Ente. Die fressen alles an. Und da dachte ich mir, was passt denn jetzt besser? Ich sag mal, als ein krönender kleiner Abschluss noch was Süßes und dann auch was, ich sag mal, was vielleicht auch noch richtig schön aussieht. Karlsruhe hat echt viel, viel mehr zu bieten. Also wir werden definitiv wieder mitkommen. Ist gerade mal die erste Folge von unserem Karlsruhe Food Saga. Wir werden definitiv nochmal zurückkommen und dann das eine oder andere weitere testen. Von Healthy Bowls bis hin zu Burgern und was weiß ich alles. Denn das habe ich schon gemerkt, hier gibt es echt viel. Aber für, ich sag mal, das erste Video schon mal 4 Sachen. Das ist nicht schlecht und deswegen würde ich sagen, kommt bald, spätestens in einer Stunde und dann schauen wir mal, was Patisserie Ludwig für uns zu bieten hat und was wir Süßes noch mitnehmen können. Pünktlich zum Abschluss ist tatsächlich auch wieder die Sonne rausgekommen. Und was gibt es da Besseres, als ich sag mal wirklich jetzt hier vor der Patisserie am Café sich hinzusetzen und tatsächlich auch noch mal links. Bitte? Ach, ich brauche sie auch nicht. Ja, was soll ich sagen? Perfekt für unseren Abschluss der Karlsruhe Food-Reihe. Wie gesagt, 4 Foodspots haben wir jetzt abgecheckt, ne? Und damit sind wir jetzt hier beim krönenden Abschluss bei der Patisserie Ludwig und dementsprechend einer kleinen, aber feinen Apfeltasche. Hier gibt es so viel Macarons natürlich mittlerweile auch, wie wir es natürlich von uns auch schon kennen oder von vielen, ne? Aktuell ja auch im Trend, aber auch von Törtchen bis hin zu wirklich den viralen Croissants, die sind aber leider schon alle weg. Ich denke mal, auch sonntags ist das Angebot vielleicht noch ein bisschen begrenzter, aber that's ist so. Schöne Apfeltasche auch hier, ne? Haben wir uns jetzt mal für entschieden, weil ich sowieso Apfel-Fan-Liebhaber bin, ne? Schön ein bisschen oben glasiert und ein bisschen Zucker tatsächlich. Habe ich, glaube ich, in der Art und Weise auch noch nicht probiert. Aber die Apfeltasche bei dem schönen Wetter, das wird natürlich auch noch mal gut schmecken. Schöne Apfeltasche, schönes Wetter, Karlsruhe, gefällt mir super. Also 4 Foodspots, 4, die definitiv mir persönlich gefallen haben. Und ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, Karlsruhe hat echt definitiv mehr zu bieten als jetzt nur, ich sag mal, die 4. Wie gesagt, Burger haben wir noch alles gar nicht angefangen, aber ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich sag mal so, von Düsseldorf kenne ich ja schon sehr viel, bin sehr verwöhnt, ne? Aber dass es jetzt ja auch hier so viel gibt, also ich habe mich vorher noch nie mit Karlsruhe groß beschäftigt, warum auch, wieso auch, ne? Aber ich sag mal jetzt im Rahmen unserer Reise, ne, des Vlogs, das auch noch kommt, ne, war das definitiv 4 coole Anlaufstationen plus 60 Seconds to Napoli, wollte ich sowieso mal testen. Deswegen, also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch jetzt am besten gefallen hat, ne? Ich wüsste es jetzt tatsächlich gar nicht, weil ich sag mal so, alle 4 verschiedenen Spots, die wir jetzt hatten, waren natürlich alle sehr unterschiedlich. Ne? Von jetzt, ich sag mal, dem in Anführungsstrichen saftigsten Kebab in ganz Deutschland bis hin zu ja, einer Eisdiele, die sogar in den Top 10 gerankt ist in Deutschland, bis hin zu 60 Seconds to Napoli, die, ich sag mal so, wenn es gut läuft, vielleicht irgendwann 100 Läden in ganz Deutschland haben. Jeder kennt ihre Pizzen dann vielleicht, bis hin zu einer kleinen Patisserie, klein aber fein. Also schreibt gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Ein bisschen schön jetzt hier noch beim Wetter und dann geht es gleich wieder zurück. Alles weitere seht ihr in den nächsten Videos, im Vlog vielleicht noch. Ne? Und dann würde ich sagen, wenn ihr abonniert habt, wenn ihr geliked habt, sehen wir uns nächstes Mal wieder auf diesem Kanal bei Big M oder unserem Zweitkanal wie hier Big M TV. Macht's gut, liebe Grüße noch aus Karlsruhe. Ciao, ciao.